Eine Sache gleich vorweg. Ich werde in diesem Review die Spielmechanik vorwegnehmen. Also, falls ihr das Spiel schon auf der Platte habt, legt einfach los. Ich kann es euch empfehlen. Das Ding ist nämlich, das Spiel zu reviewen, ohne die Spielmechanik zu verraten, ist echt schwer. Allerdings macht diese Spielmechanik auch diesen Wow-Faktor aus im ganzen Spiel. Falls ihr es nicht habt, dann geht's jetzt los. Als hölzerner Leuchtturmwärter lernt man seinen täglichen Aufgaben nachzugehen. The simple life inside the model lighthouse was everything in its place. And every day began the same way when he brushed his wooden teeth. Bis irgendwann etwas äußerst Ungewöhnliches passiert. But outside, not the sea, he couldn't believe his wooden eyes. Outside the room was another room, a replica room. And standing in it, a huge but very familiar figure of a fisherman. And he knew that if that huge figure were to turn, its face would be very familiar. Sacre bleu! Was mich ja dazu bewogen hat, unbedingt mein Gesicht sehen zu wollen. He was inside the model, he was outside the model, and just who was pulling all the strings? Der Vorteil dieser ganzen Morgengymnastik ist aber, dass man in diesem Spiel so weit seine Hände ausstrecken kann, dass man so Teleskoparme hat wie Schlupf vom grünen Stern. Dit mag sein, Bruchstil, Wurzel, Kontrablei, dit Schwamm und dann Bergelwäschelschwamm. Erinnert ihr euch noch an Schlupf vom grünen Stern? Ich habe den immer gebastelt als Kind. An sich ist das aber eine sehr durchdachte Funktion, weil die meiste Zeit, in denen ich ja gegen meinen Schrank renne oder gegen meinen anderen Schrank renne oder gegen mein Aquarium renne oder gegen meine Tür renne oder gegen meine Terrassentür renne, ist es ja, wenn ich etwas greifen möchte, was so gerade so außerhalb des Spielfelds ist und ich mir jedes Mal denke, ja, Spielfeldende, ja, Gitter, was auch immer, ich komme da schon, oh, warte mal, da ist doch, wobei ich leider sagen muss, dass das manchmal nicht reicht, selbst mit diesen Teleskoparmen Dinge aufzuheben, denn ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat und warum das auf einmal eine Notwendigkeit in jedem Adventure zu sein scheint, aber es hat sich eingebürgert, dass man in jedem Adventure irgendwas sammeln muss, ohne dass man vorher davon weiß. Man muss einfach wie wild alles anklicken, bis man rausfindet, oh, das ist etwas, was ich hätte sammeln sollen, wie Tautropfen oder Sticker oder Staubkrümelchen oder in dem Fall eben Perlen. Und die sind manchmal so weit weg, dass man selbst nicht mehr drankommt mit diesen Ausfahrarmen. Die Rätsel an sich fand ich gut ausgewogen. Mit manchen Rätseln war ich schneller fertig. Für andere habe ich ein bisschen länger gebraucht. I am embarrassed to admit, but alas, I have lost the key. Aber an sich waren die doch eigentlich alle gut unter der Frustrationsgrenze. Bis auf das allerletzte Rätsel. Leute. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Und nicht verstanden bedeutet nicht, ich habe nicht die Mechanik des Rätsels verstanden. Die Mechanik war nur so... Was? Noch ein sehr gut durchdachtes Detail in diesem Spiel ist es, dass Gegenstände, von denen man noch nicht so rausgefunden hat, wofür man sie braucht und irgendwo ablegt, auch nach einer gewissen Zeit wieder an den Ort zurückkehren, wo man sie auch her hat. Was sich jetzt nicht nach viel anhört, aber glaubt mir, in VR verlegt man Dinge noch so viel schneller als im echten Leben, dass das echt eine gute Funktion ist.
Leider funktioniert das nicht, wenn sich Gegenstände irgendwo festbacken, was mir sogar zweimal passiert ist und einmal war es auch tatsächlich Game-Breaking und ich musste das Kapitel neu starten. Was mir eben an diesem Spiel so gut gefällt, ist, dass es so viele Aspekte aufgreift, die halt genau für VR gemacht sind. Dadurch, dass das Konzept neu ist, erfordert das auch eine neue Sichtweise und um die Ecke denken bei den Rätseln, was das Spiel halt auch so erfrischend macht. Schon allein die Spielmechanik in dieser Form funktioniert auch nur so gut in VR. In Flat würde die gar nicht mal so gut funktionieren. Genauso wie diese Kleinigkeiten wie mit dem Teleskoparm oder dass Dinge wieder an ihren Ort zurückkehren, wenn man sie her hat, sind auch solche Details, wo man merkt, die haben sich wirklich Gedanken drüber gemacht, was können wir in VR umsetzen, was in Flat eher schwieriger ist. Man merkt aber auch dadurch, dass diese Spielmechanik so viel Beachtung gekriegt hat, dass die Story darunter leider doch sehr gelitten hat, weil ein roter Faden ist eigentlich fast gar nicht zu erkennen. Ja, es wird da so eine Geschichte erzählt, aber die wird auch beim zweiten Playthrough nicht deutlicher, was das soll. Und das Einzige, was man bei dieser Geschichte wirklich lernt, ist, dass die Puppe enorme Daddy-Issues hat. Papa's old study. This was where the fisherman had learned to make models. Sitting at Papa's knee, listening to Papa's gruff, scratchy voice telling him to try again, and next time get it right. The fisherman was nearly there, but something in this room seemed different. I have been watching, and I'm not impressed. Papa? The painting, the old painting of his father, the great fisherman, it was talking. Quiet, I'm talking. My only child, my flesh and blood. You could have been as great a sailor as me, or my father before me. Ah, Papa, that you had lived to see this day. Papa, said the puppet, I must light the lighthouse lamp. A ship is in peril. My own son, a mere lamp lighter, a landlubber. Nonsense. All you need is a boat. Activate the winch. Drop the nets. In the art of the storm, this is where nature hides its beauties. They are waiting for us. Der arme Leute, da geht es mir kein Fischer. So gemein.